4-1 gewonnen, 6 Punkte, erster Platz. Jetzt, das schaut gut aus, aber zufrieden war ich gestern auch nicht. Und ich kann auch euch sagen, genau warum. Hala Madrid, willkommen zurück. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht es jetzt und drückt die Glocke, damit ihr kein Video verpasst. So, 4-1, ja. Das schaut auf dem Papier sehr interessant aus, aber es gab wieder so ein paar Sachen, die ich nicht verstanden habe und die ich nicht verstehen werde, wahrscheinlich auch nicht mehr in meinem Leben oder in dieser Saison. Erstens, fangen wir mal von hinten an. So, Diomande. Warum kommt der Junge das erste Mal, er spielt das erste Mal für Real Madrid zu Hause? Warum wird er erst in der 83. Minute eingewechselt? Warum wird überhaupt ein 120 Millionen Mann überhaupt eingewechselt? Das hätte es woanders niemals gegeben. Das hätte es bei Cristiano Ronaldo nie gegeben. Ich setze die nicht gleich vorweg. Das ist kein Gleichsetz mit Ronaldo, mit Diomande. Nein. Aber wenn man einen 120 Millionen Mann kauft, dann erwarte ich, dass er nicht 80 Minuten lang auf der Bank sitzt. Nun könnte man sagen, ja, der wird ja wahrscheinlich nur am Anfang jetzt erstmal, damit er ankommt. Na, warum? Güler rechts, MAP links oder in der Mitte besser gesagt und Vini links. Warum sollte er spielen? Ne? Aber was macht Arda Güler rechts? Nichts gegen Arda Güler, aber Mourinho hat ihn schon wieder. Warum setzt er ihn nicht auf die 10 ein? Und dann kann Diomande von Anfang an spielen. Nein, da gibt's ja Ärger mit Bellingham. Bellingham kann überall spielen. Natürlich nicht hinten, aber ihr wisst, was ich meine. Weiß nicht, warum man so ausstellt. Und dann war das Spiel sehr schleppend am Anfang. Da dachte ich wieder, oh mein Gott, ich kann das alles nicht mehr. Warum schon wieder? Das 4-1 hört sich so toll an und so groß an. Und mich wundert es, dass wir überhaupt 4 Tore gemacht haben. Beziehungsweise 5. Das war ja noch ein Abseitstor. 5 Tore. So, das ist Wunder. Ich will ja meinen Verein nicht schlecht machen, aber wann war das letzte Mal? Der Gegner war aber auch nicht wirklich stark. Ich will das Ergebnis. Es war nachher in der zweiten Halbzeit gut. MAP, Hattrick, 3 Punkte. Vini, sogar ein Tor gemacht. Habt ihr gesehen, wer der ausgewechselt worden ist? Wie gut die sich verstehen? Also, dann kommen wir wieder auf Diomande zurück. Ich weiß ja nicht. Bis Perez irgendwann sagt, hör mal zu, mein Freund. Das wird so kommen. Denkt an meine Worte, was ich jetzt sage. Bis der sagt, hört mal zu, ich habe hier 120, 130, 140 Millionen ausgegeben, du musst ihn noch mal spielen lassen. Ne? Vor allem hat der denn auch irgendwann keinen Bock mehr. Ja, der ist von Leipzig gekommen, jetzt ist er bei Real, aber schaut euch mal an, wie der da sitzt und seinen Gesichtsausdruck. Nun könnte man sagen, okay, Gesichtsausdruck, das ist so ähnlich wie Olise bei Bayern, der macht ja auch nicht feiern, die beiden sind ziemlich, Olise ist ein noch Stranger. Und kann mich mal amüsieren, wenn er auch da irgendwie überhaupt nicht angefasst werden möchte. Manchmal kann ich es verstehen. Oder wenn er nicht feiern, das ist ein bisschen schwierig, warum auch immer. Sehr verschlossen. Und so ist Diomande ähnlich, kommt das so auch ein bisschen so rüber. Aber man schaut, ich weiß nicht, wie das so weitergeht. Ich finde das einfach nur, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob das euch auch so aufgefallen ist. Die zweite Halbzeit war natürlich besser. Natürlich war sie besser. Aber es ist auch so, dass es war auch nicht so spektakuläres. Natürlich, ja. Arda Güler zum Beispiel, finde ich, nicht, er war in Ordnung, aber er war nicht so, dass man sagt, das war der Arda. Ne? Fand ich jetzt nicht so wie sonst. Es hat natürlich einen ganz anderen, wenn man darüber spricht, dass Arda mal nicht so gut war oder sag ich mal unauffällig, dann redet man da ja schon von, ihr wisst, ne? Arda ist sonst ganz woanders, wie er spielt und das Auge und was er so alles macht. Deswegen nicht gleich wieder angegriffen fühlen. Ne? Nochmal hier, ich habe hier ein Arda Güler-Trikot an. Ich will nur damit sagen, auch der kann nicht immer perfekt sein. Das kann einfach nicht funktionieren. Aber es war in Ordnung. Ne? Aber unauffällig, fand ich. Aber ich will jetzt auch nicht so wirklich alle so ich will jetzt nicht alle auseinandernehmen, könnte man machen. Hausen, wie soll ich sagen, es war ja auch nicht so Wichtiges da hinten. Der Gegentreffer war wieder armselig. Es war wieder so unnötig. Und
Mit Rüdiger mache ich mir so ein bisschen Gedanken. Rüdiger kommt bis jetzt aktuell, ich müsste, weil ich so ein bisschen abgelenkt bin gestern, war aber auch nicht, glaube ich, eingewechselt worden, ne? Nee. Und ja, das ist alles so ein bisschen, mich wundert das. Er hat verlängert, aber vielleicht ist das auch so abgemacht worden, dass er, sag ich mal, nicht jetzt immer so oft spielen wird mehr. Obwohl ich immer noch der Meinung bin, dass wir einen Rüdiger brauchen, weil so ein Schwein, ne, den brauchen wir da hinten. Da fehlt mir auch ein bisschen manchmal, wenn ich das da hinten so sehe. Dumfries ist noch nicht so manchmal wirklich, Konan These auch nicht so wirklich angekommen. Also das sieht bei Rüdiger schon mal ganz anders aus, ne? Und Rüdiger ist eben wie so ein Boss, ne? Das fehlt eben den anderen. Und ja, Militao, werden wir mal gucken, ob das überhaupt, aber Militao, ich hatte das Gefühl, auch wenn es traurig ist, ich glaube, das wird nichts mehr so. Er wird wieder zurückkommen, aber wieder 1, 2, 3 Spiele und dann wird er wieder irgendwas haben, weil das wirst du irgendwann nicht mehr heil kriegen. So, und dann spielt die Angst immer noch eine Rolle, wenn er spielt und so weiter. Ja, aber MAP, Hattrick, was soll ich über den Jungen sagen? Ich sag's ja immer wieder. Nichtsdestotrotz wäre es natürlich mal schön, mit MAP Meister zu werden oder die Champions League zu gewinnen. Er hat auch in Paris Tore gemacht, aber die haben nichts gewonnen. Ich kann nur hoffen, dass es nicht an ihnen liegt oder warum irgendeine die Mannschaft deswegen gehemmt ist. Nein, man muss sich, guck mal, Güler lässt sich auch, das ist eigentlich sein Vorlagengeber Nummer 1. Man muss einfach mit ihm gehen. Wenn man so einen bombastischen Stürmer hat, also einen guten, für mich hoffe ich Ballon d'Or-Sieger, aber das wird wahrscheinlich Messi werden oder einer von Barcelona. Ja? Die können ja schon so machen, was sie wollen mit Geld, es ist egal. Juve wurde in die 3. Liga geschickt, Barca kann machen, was sie wollen. Ja, auf jeden Fall, aber nur mal nebenbei. Ne? Ich finde zum Beispiel, dass ein Lamine Yamal nichts gerissen hat bei der WM. Ja, er ist Weltmeister geworden. Ja, aber was hat er für den teuersten Spieler der Welt? Was hat er gemacht? Der ist ein begnadeter Fußballspieler, aber was hat er, ne? Anderes Thema. Ihr wisst. Auf jeden Fall, ja, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel gesehen habt. Wir haben gewonnen, wir haben 3 Punkte, wir haben 6 Punkte jetzt insgesamt. Ja, Mourinho fängt stabil an, aber das Aufbauspiel, noch mehr Power, stellt euch mal vor, man hätte noch viel mehr Power gegeben. Oder stellt euch mal vor, Barca hätte das vielleicht wahrscheinlich da gestern. Der Gegner war nicht so stark. Deswegen, ich will das nicht schmälern. Wir haben das in der zweiten Halbzeit gut gemacht. Man konnte was sehen, wie es sein sollte. Ja, und das muss natürlich immer so sein und noch perfekter. Versteht mich nicht falsch. Ja, das ist meine Meinung. Aber ja, könnt ihr ja mal selber unter die Kommentare schreiben. Aber so, egal, 6 Punkte. Es kann nicht immer alles sofort funktionieren. Es sind schon wieder sehr viele neue Spieler und so weiter. Und dementsprechend müssen wir mal schauen. Also würde ich sagen, Hala Madrid, folgt mir, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann bin ich hier raus und bis zum nächsten Mal.